Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Video von mir. Ich heiße Rena und ich möchte heute etwas mit euch auspacken. Und zwar ein Diamond Painting Bild von der lieben Pitcho, wenn ihr das hier schon erkennt. Nach dem Intro sehen wir uns gleich wieder. So, natürlich kam das nicht so an, das Bild, sondern das war noch mal richtig schön verpackt. Und zwar habe ich das ist das ein Bild aus dem Pitcho Adventskalender 2023. Und zwar gab es eine Aktion auf dem Diamond Painting Community Discord Server. Und dort konnte ich mit Hilfe von den anderen, die teilweise zwei bestellt haben, durfte ich, also die Person hat dann eins abgegeben und dann durfte ich das haben. Ich habe die Tür 3, also 3. Dezember. Der ist ja auch schon vorbei. Und ich möchte euch das zeigen, weil ab 1. Januar wieder ein Event startet. Und zwar von unter anderem von Mellies Painting-Ecke und der Claudia Michel, wenn ich das richtig ausspreche. Den Link für die Facebook-Gruppe schreibe ich euch in die Beschreibung. Und zwar heißt das Frosty Drill 2020. Mitmachen kann jeder mit einem Bild, egal ob lizenziert oder unlizenziert. Und es darf nur noch nicht angehen. Schaut da einfach mal vorbei, wenn ihr mitmachen wollt, noch ein Winterbild noch habt und ihr noch Lust habt, das zu painten. Ich habe mich jetzt für dieses entschieden. Deswegen zeige ich euch das heute auch, weil ich das dann auch abkitten möchte. Na nun, wenn ich es denn hier rauskriege. Auf jeden Fall glitzert die Leinwand schon. Eine Glitzerleinwand. Sieht man das hier so ein bisschen, ne? Ja, doch. Sieht man ein bisschen. So, was haben wir? Wir haben hier eine, ja, so ein bisschen Filzleinwand. Ihr seht, abgesteppter Rand überall, ja. Und ich mache gar keinen großen Hehl da drum. Das ist das. Naja, ist auch egal. Und zwar ist das Pitchos neue Leinwand, die sie neu bedruckt mit ihrem neuen Logo. Naja, neu ist das ja jetzt auch schon nicht mehr, aber mein anderes Bild hat das Logo noch nicht, insofern ist es für mich neu. Pitcho Moon Art, es ist 30×40, hat diese Bildnummer und es ist, ja, durch die Kamera kann man es gut sehen, es ist ein Streifenhörnchen. Hier unten hat sie noch ihre Social Media Kanäle auf Instagram, wie ihr Shop heißt, Facebook, TikTok, YouTube. Also sie ist wirklich überall vertreten. Ach ja, und hier unten nochmal so Kawaii-Hase. Sehr schön gemacht. Das Bild hat 33 Farben. Alle, ja, winterlich, herbstlich. Ich sage euch auch, warum ich das so als Winterbild einordne, weil, und da kommen wir dann hierzu, also wir haben Siebtütchen. Mit einer Papierlegende. Und zwar sieht man auf diesem Vorschaubild schön, dass es schneit. Und hier unten, worauf das Streifenhörnchen steht, ist Schnee. Totales Winterbild, finde ich super. Gefällt mir richtig gut. So sieht ein Chipmunk aus, ne? Genau. So, Papierlegende, was sagt die aus? Hier haben wir nochmal alle Symbole, die ganze Legende nochmal, 33 Farben. Wir haben alles mögliche, Buchstaben, Zahlen, Symbole. Das ist nach DMC-Nummern sortiert. Ich muss mal gucken, wie ich mich sortiere. Weiß ich noch nicht. Eigentlich bin ich ja mehr der Symbol-Painter. Also erst Buchstaben, dann Zahlen. Genau, dann die Symbole. Ich muss mal gucken, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall haben wir hier hinten dann die Stückzahlen. Und wir haben die Grammzahl noch dahinter. So, wovon haben wir am meisten? 842, 842 haben wir 1200 Steine, 1245. Und von der 3864 haben wir 1210. 3865. Ja, das ist eigentlich das Weiß, ne? Oder Cremeweiß, sage ich, mit dem Herzen. Haben wir 2048 Steine. Also das sind dann die meisten. Genau. Ich gucke jetzt gerade, das Herz können wir uns gleich nochmal angucken. Also die Tüten sind super bedruckt, ne? Also die Zahlen sind auch ohne Brille gut zu erkennen.
Mit chinesischen Symbolen auch drauf. Ist ja spannend. Aber es steht überall dasselbe Symbol. Schatz, Rima, was ist das für ein chinesisches Symbol? Steht überall das gleiche Symbol drauf? Ist das für Gramm? Ich hab das. Gramm oder? Ah, ist nicht so Ich wild. weiß nicht. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das. Also hier vorne ist die Grammzahl drauf. Davor. Ist ja komisch. Okay. Okay, was haben wir? Ich habe gar nicht gesagt, welche Steinart wir haben. Wir haben eckige Steine. Das finde ich auch sehr schön. Das bedeutet, das Streifenhörnchen wird bestimmt super rauskommen. Bei der Größe, weil das ist ja nur 30 mal 40. Ist ja gar nicht so riesig. Und dafür haben wir ja schon, zumindest hier auf dem Foto, haben wir ja schon viele Details. Ne? Bei dem Schwanz zum Beispiel haben wir viele Details. Oder auch hier im Gesicht, hier an den Händen, Pfoten, ne? Hier unten auch. Also da haben wir ja schon ein paar Details. Ja, so, 38,65 haben wir hier. Und Farbe, Steinchen, die sind super bei Pichu. Ist tatsächlich mein erstes Bild, was ich painte, aber es ist mein drittes Bild im Stash von der Pichu. Ich wollte eigentlich bei dem Bohrer- und Schüttelfrost-Event mitmachen. Allerdings kamen meine Bilder nicht rechtzeitig, sodass ich dann vorher meinen Astronauten angefangen habe. Und da das ja auch so ein Langzeitprojekt war, weil ich da auch bei einem Instagram-Event da mitgemacht habe von Miss Pebbles, passte dann Bohrer- und Schüttelfrost einfach nicht mehr mit rein. Sonst wäre ich mit meinem Astronauten nicht fertig geworden. Und das ist ein Weihnachtsgeschenk. Genau, was mache ich hier eigentlich? Ich wollte gucken, also 38,65. Dann wollte ich eben nochmal die anderen Farben raussuchen, wo so viele Steine sind. 842. Genau, dabei fällt mir auf. So, dabei fällt mir gerade auf, dass wir hier gar nicht die Nummern drauf haben, also welche Nummer hier von der Legende, sondern einfach nur DMC-Nummern. Ja, ist auch nicht schlecht, ne? Geht. So, 842. Was hatte ich denn? 842. Ach, 1300 haben wir hier auch noch. Die habe ich ganz übersehen. 38,60. 38,60. 38,60. Ich weiß gar nicht, wie war das sortiert? Hatte das... Also es war nicht nach dem 10 Nummern sortiert, wenn ich das hier richtig sehe. 38,60. Hier. 38,60. 38,64 fehlt mir noch. Das ist dies hier. Genau. 38,64. Genau, ich habe sie jetzt hier gerade nach der... Oh, die zwei sind sicher auch ähnlich, ne? 38,64 und 842. 842 ist, glaube ich, ein Ticken dunkler. Aber ansonsten sehen die gleich aus. Naja, in der Kamera kommt das sowieso nicht so richtig rüber. Also wir haben keine AB-Farben. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Man muss ja nicht immer mit ABs painten. Ne? Insofern, genau. Das ist die Farbrange sozusagen. Wie findet ihr denn das Bildchen? Seid ihr gespannt auf das Ergebnis, wie es rauskommt? Ich kann euch jetzt hier nochmal zeigen. Hier unten haben wir ja 38,65. Da ist das Symbol mit dem Herzen. Wir haben hier ein Raster tatsächlich. Da bin ich gespannt. Aber ist ja bei... Entschuldigung. Bei eckigen Steinen ist das ja eigentlich auch ganz gut. Dann weiß man, wie rum die Steine sitzen müssen. Ne? Hat man nochmal eine kleine Hilfestellung. Ja, ich bin gespannt. Aber die Herzen, die sitzen da so schön in dem Kästchen drin mittig, dass ich denke, dass die eckigen Steine das Herz auch überdecken werden. Ja, Fortschritte seht ihr dann auf jeden Fall in der Facebook-Gruppe bei Frosty Drills 2024 und natürlich auch auf Instagram auf meinem Channel könnt ihr dann die Fortschritte verfolgen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, viel Spaß beim Painten und
bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss.